Damit herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Agathor. Ich weiß, das Setup ist ein bisschen ungewöhnlich, die Erklärung ist einfach. Ich habe es tatsächlich geschafft, die Aufnahme zu verkacken und deshalb habe ich kein Intro. Ich reiche euch das jetzt hiermit nach. Nicht wundern, dass ich ein bisschen fertig aussehe in meinem Zimmerchen. Hier sind knapp 32 Grad. Draußen sind es 35 und ihr wisst, ich bin eher so der skandinavische Typ von den Temperaturen her. Nichtsdestotrotz, in dem Video, das wir uns gleich angucken, geht es zum zweiten Mal um die Orc Boys. Und wir basteln da jetzt nochmal dieselben Figuren. Ich habe versucht, ein bisschen Varianz reinzubringen, weil das ja das zweite 10er-Set ist. Und ich nicht will, dass ihr zweimal das gleiche Video habt quasi. Deshalb gibt es jetzt auch natürlich andere Lore, einen anderen Heftinhalt und ich habe ein bisschen andere Figuren rausgesucht zum Bemalen. Der Rest der Clips sollte aber korrekt sein. Von daher wünsche ich euch viel Spaß im Inhalt und liken, teilen, abonnieren, lasst einen Kommentar da und rein ins Heft. Die Nummer 45. Es graut mir ein bisschen davor, aber wir haben schon wieder 10 Orc Boys vor uns. Neben den Boys gibt es noch was zu Missionen und ein neues Szenario. Schauen wir uns das doch gleich mal an. Also, los geht's wieder mit dem Boss. Okay, wir haben also einen zweiten Boss tatsächlich. Auch hier, klar, es wird nicht geklebt, es wird gesteckt. Das geht also schnell. Dann haben wir einmal den Boss. Dem Boss folgt dann Knarre und Spalter, Knarre und Spalter, Knarre und Spalter, Wumme, Knarre und Spalter, Wumme, Wumme. Es ist genau das gleiche wie bei den anderen 10. Knarre und Spalter, aber der hier kriegt eine Bazooka. Nice. Bemalanleitung kennen wir ja auch schon, habt ihr alles gesehen. Abaddon Black, Lead Belcher auf das ganze Metall. Orc Flash auf das Orc Flash, was denn sonst. Dann werden die Hosen ein bisschen grau, ein bisschen schwarz, Leder auf die Lederteile, Wrecker Flash auf die Bänder, Mephiston Red auf Rüstungsteile und an die Haare. Auf die Bazooka kommt auch ein bisschen. Und schließlich die Zünglein kriegen eine Runde Screamer Pink. Wrathbone an die Schädel und die Knochen, Averland für die Kabel, Corex White für Symbolik und jetzt, stimmt, bei den letzten hatten wir die Shades, doch, wir hatten die Shades ja auch schon. Genau, wird schattiert, Nullen Oil rüber, Qualia Green Shade, mehr Nullen Oil, noch mehr Nullen Oil, Agrax Earth Shade. Aber was jetzt neu ist, es werden die Bases gemacht. Auch wieder hier mit unserem neuen Material und unserem neuen Tool. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich für alle übernehmen will. Das habe ich im letzten Heft ja schon besprochen. Gut. Das war's dann aber endlich mit Orc Boys, hoffentlich. Ich kann sie nicht mehr sehen. Hier ist dann auch die Charakterkarte für die Boys. Kommen wir zu den neuen Missionen. Grundregeln 17, Armeen zusammenstellen, Missionsziele lesen, bla bla. Bevor ihr in einer Partie Warhammer 40k den Krieg entfesseln könnt, müsst ihr zunächst eine Mission wählen. Die Grundregeln enthalten die Mission Nichts als Krieg, die sich ideal eignet, um schnell in die Action einzutauchen. In dieser Sammlung und in anderen Büchern finden sich noch mehr Missionen und natürlich könnt ihr euch eine eigene Mission ausdenken. Wenn ihr euch bei der gespielten Mission nicht einig seid, würfelt gegeneinander und der Gewinner entscheidet, welche Mission gespielt wird. Kriegen wir hin. Dann werden hier nochmal die Zielmarker erklärt und wir sind schon beim 29. Szenario, das finde ich echt krass. Und zwar eine schönere Prügelei.
Das Schwarmbewusstsein schickt weitere Tyranniden, um die Verteidigung der Orks zu testen. Es ist den Orks das reinste Vergnügen, ihnen eine Demonstration der orkischen Brutalität zu geben. Wir kloppen also wieder Tyranniden, genau wie bei der 28. Und hier geht es um die Sonderfähigkeiten. Schnappt sie euch, kesselt sie ein, nicht auf mich schießen. Siegbedingungen kennen wir auch schon. Und hier hinten dann nochmal die Auswahl, wähle deinen Feind. Spalter gegen Legionär, Bazooka gegen Termaganten, Energiekralle gegen Terminatoren. Werbung. Und jetzt kommt der spannende Part. In der 46 gibt es 2 neue Farben, das wissen wir ja schon, aber in der 47 und 48, Gott sei Dank, ist es wieder zweigeteilt. Ich muss nicht in einem einzigen Heft alle Kopter machen. Gibt es die Killer-Kopter. Anleitung zu Akzenten und neue Fraktionsregeln. Ich bin gespannt. Jetzt kommt aber erstmal der vorerst letzte Gewaltakt mit Orkboys bauen und malen. Da wir schon wieder die Orks haben, musste ich mir ein bisschen was überlegen, was ich euch heute aus dem Off erzähle. Tatsächlich gibt es jetzt mal was brandaktuelles. Ich dachte mir nämlich, ich habe ihn ja schon ein paar Mal erwähnt. Ihr kriegt jetzt mal ein paar Infos dazu, wer Ghazghkull, Thraka und Kommissar Yarrick sind. Wahrscheinlich die größten Feinde aus der Geschichte des Warhammer-Universums, direkt natürlich nach dem Imperator und den Chaosgöttern oder dem Imperator und Horus. Also, fangen wir vorne an. Wie immer, das Ganze ist aus dem Lexikanum entnommen und ich habe es mir von KI übersetzen lassen und habe mir so eine Grobstruktur damit gefertigt. Im Universum vom Warhammer 40k gibt es zahllose Kriege. Milliarden von Soldaten sterben täglich auf irgendwelchen Schlachtfeldern irgendwo in der Galaxie auf einem von Millionen von Planeten. Und die meisten dieser Konflikte geraten ziemlich schnell in Vergessenheit, denn die ganze Galaxie brennt und es ist überall Krieg in Warhammer. Aber manche Geschichten werden dann doch zu Legenden. Und eine davon ist eben die Legende um Ghazghkull, Thraka und Kommissar Yarrick. Und sie handelt von 2 Erzfeinden, die verschiedener nicht sein können. Es geht nämlich um einen Ork-Warboss, am Namen könnt ihr euch denken, wer es ist. Seines Zeichens mit ganzem Namen Ghazghkull Mek Uruk Thraka genannt. Und den imperialen Kommissar, der Name ist nicht ganz so kompliziert, Sebastian Yarrick. Und ihre Feindschaft prägt eben nicht nur die Geschichte der Welt Armageddon, das ist der Planet, um den da geht. Sie sind auch ein Mythos, der tatsächlich nicht nur bei den Orks, nicht nur bei den Menschen und dem Imperium, sondern auch gleichermaßen bei den Orks erzählt wird. Denn im Laufe der Jahre entwickelt sich aus anfangs blankem Hass schließlich gegenseitiger Respekt und eine ziemlich epische Story. Es gibt auch ein Buch, das das Ganze erzählt und tausende von Lore-Videos. Wenn ihr es genau wissen wollt, guckt da rein. Ich untermale hier ja nur mein Gepinsel. So, ich stelle euch mal die 2 Figuren vor. Fangen wir mit dem Grünen an, und zwar Ghazghkull. Bevor er zur größten Ork-Bedrohung seiner Zeit wurde, war er tatsächlich nur ein Boy, wie die ich hier im Hintergrund bemale. Im letzten Video habe ich euch erklärt, wie das funktioniert, wie Boys aufsteigen und so weiter. Das wiederhole ich hier jetzt nicht. Er kämpfte also als einfacher Krieger im Gefolge von anderen Warbossen. Und sein Leben änderte sich, als er schließlich eine schwere Kopfverletzung erlitten hat. Bei Orks geht da nicht allzu viel kaputt. Während andere Orks aber trotzdem an so einer Wunde gestorben wären, hat Ghazghkull das Ganze überlebt. Und nach einer sehr primitiven Operation, wir reden hier immer noch von Orks, erhielt er ein paar Metallplatten in den Schädel und behauptete anschließend, die Stimmen der Ork-Götter Gork und Morg zu hören. Die wurden ja im letzten Heft oder diesem Heft erwähnt. Und fortan war er überzeugt, für eine höhere Bestimmung auserwählt zu sein. Und damit begann sein Aufstieg. Er fing nämlich an, immer mehr Orks um sich zu sammeln und stieg schließlich zum sogenannten Propheten des War auf.
Was man unter dem War versteht, haben wir ja auch schon mal besprochen. Und anders als viele andere War-Bosse verhielt sich Ghazghkull aber nicht so, dass er nur auf Gewalt gesetzt hat. Er hat tatsächlich auch durchaus ein bisschen Grips bewiesen, er hat strategische Fähigkeiten und er kriegt es immerhin irgendwie hin, eine gigantische Ork-Armee halbwegs zu koordinieren, sofern das für Orks eben möglich ist. Und schon bald hat er dementsprechend Feldzüge über ganze Sternensysteme angefangen und wurde vom Imperium auch bald die Bestie von Armageddon genannt. Zu den Armageddon-Kriegen kommen wir gleich. Aber sein Gegenüber muss auch noch vorgestellt werden, und zwar der gute alte Kommissar Sebastian Jarrig. Er wurde eigentlich auf dem Planeten Taos 3 geboren und trat früh in die Reihen des Kommissariats ein. Wie alle Kommissare hatte er natürlich die Aufgabe, für Disziplin und Loyalität innerhalb der Streitkräfte zu sorgen. Ihr kennt das, das sind die Soldaten erschießen, die versuchen zu fliehen. Doch während viele seiner Kollegen lediglich für ihre Strenge bekannt waren, wurde Jarrig tatsächlich schon vor seiner Begegnung mit dem Ork zur lebenden Legende. Er war kompromisslos, furchtlos und bereit, selbst an den aussichtslosesten Kämpfen zu bleiben, nicht zu fliehen. Sich nicht zurückzuziehen und immer durchzubeißen. Seine Entschlossenheit hat mehr als einmal die Soldaten inspiriert, mehr zu leisten, als ihnen eigentlich möglich wäre. Und im Laufe seiner Karriere verlor er ein Auge und hat dadurch seine typische Prothese erhalten. Ne? Ihr kennt das bei der Miniatur, bei Fotos von ihm. Er hat da so ein bisschen Metall im Gesicht. Genau wie Ghazghkull tatsächlich. Für die Menschen wurde er zum Held. Er hat dann auch noch ein bisschen mehr verloren bei seinen Begegnungen mit Ghazghkull, dazu gleich. Übrigens, die Orks nennen ihn Old Bale Eye, also das alte Einauge. Okay, also Armageddon. Und die Wege der beiden haben sich eigentlich zum ersten Mal gekreuzt, eben bei der Schlacht um Armageddon. Als Ghazghkull mit seinem gewaltigen War die Industrie- und Hive-Welt Armageddon überfallen wollte. Millionen von Orks sind über den Planeten hergefallen und haben ganze Regionen, Länder und natürlich auch jede Menge Hive-Städte überrannt. Das Imperium stand kurz vor dem kompletten Kollaps auf diesem Planeten und da taucht dann Jarrig zum ersten Mal so richtig auf. Während andere Kommandeure hier schon geflohen sind oder eben tot waren, hat er es geschafft, den Widerstand zu koordinieren und eine Welle aus Gegenangriffen aufzustellen und vor allem die Moral seiner Leute hochzuhalten. Somit gelang es dem Imperium immer wieder, kleine Siege durchzudrücken gegen die Orks und das Ganze in einen Stellungskrieg zu verwandeln, während sie vorher einfach überrannt wurden. Das Ganze ging so lang, bis Ghazghkull selbst erkannt hat, dass Armageddon seine weiteren Pläne behindert. Er konnte die Welt durch Jarrig nicht komplett erobern und zog sich tatsächlich zurück. Im Prinzip einzig und allein durch den Widerstand von einem einzigen Mann, der nicht mal so ein großes Licht war. Für viele Orks wäre die Geschichte hier eigentlich zu Ende gewesen, aber Ghazghkull denkt nun mal anders. Das hängt vielleicht an dem Metall in seinem Kopf, man weiß es nicht. Nach dem Krieg hat Jarrig allerdings Ghazghkull gejagt, und zwar bis auf den Planeten Golgotha. Dort sind die beiden dann aufeinander getroffen und Jarrig hat diesmal den Kürzeren gezogen. Er ist in Gefangenschaft gelandet und wurde wochenlang von Ghazghkull gefoltert. Danach hat er ihn allerdings nicht umgebracht, sondern er hat ihn laufen lassen. Und zwar, warum? Ganz einfach, die Orks sind ja so geil auf Krieg und mehr Damage und mehr Dagger und alles. Und Ghazghkull war einfach begeistert von dem störrischen, nicht klein zu kriegenden Jarrig und er hätte es schade gefunden, wenn er seinen Gegner da einfach so umgenietet hätte, weil ihm das den ganzen Spaß an seinem Kreuzzug genommen hätte. Vergesst nicht, wir reden hier von Orks. Genau. Und mit jeder Schlacht, die sie immer wieder aufeinander trafen, wuchs dann auch der Ruf von Jarrig unter den Orks. Viele dichten ihm mittlerweile irgendwelche fantastischen Storys an, wie dass sein
Auge, sein künstliches, töten kann und so weiter. Er trägt ja mittlerweile auch so eine Klinge hier, wie tatsächlich mein Ork-Kommandant im Hintergrund, den ich hier anmale, der hat auch so eine Klinge. Jarek hat ihn nämlich auch von den Orks erbeutet und an seinen Arm gesetzt. Und diese Angst der Orks vor ihm macht ihn immer gefährlicher. Für die Orks ist er quasi eine mythische Figur mittlerweile. Die Rivalität der beiden ist natürlich nicht auf Golgotha vorbei, sondern über Jahrzehnte hinweg hauen die sich immer wieder gegenseitig aufs Maul und sie beide überleben jedes Zusammentreffen. Mittlerweile ist auch überliefert, dass Ghazghkull ihn tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, respektiert zumindest. Ghazghkull kommt dann später nochmal zurück nach Armageddon, zum 3. Mal mittlerweile, glaube ich. Und die beiden stehen sich schon wieder gegenüber. Und selbst als die Konflikte sich ausweiten, geht es eigentlich hier nur noch um den privaten Krieg zwischen den beiden. Und es ist nun mal so, bis vor einigen Wochen, deshalb sage ich, wir sind hier ganz aktuell, war nicht klar, was mit Jarek ist von der Lore her. Der ist quasi irgendwann mal verschwunden, vielleicht tot, vielleicht auch nicht. Aber jetzt in der neuen Ausgabe, in der neuen Edition, fallen die Orks unter Ghazghkull wieder über Armageddon her. Und natürlich gibt es da einen ganz imposanten Trailer, ich verknüpfe ihn euch unten, in dem wer auch sonst, wenn nicht Jarek persönlich, zurückkommt, kurzerhand den Kommandanten von Armageddon erschießt, weil er zum Rückzug aufruft und seinen neuen persönlichen Krieg gegen Ghazghkull Uruk-Shrakka startet. Käufer der neuen Edition können das natürlich spielen. Ich bin nicht gesponsert von Games Workshop, wäre aber schön. Jetzt viel Spaß mit meinem Fazit zu den eigentlichen Figuren hier. Ja, die zweite Runde Boys ist geschafft. Genau wie bei der ersten Runde habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt, alle 10 zu machen. Stattdessen haben wir 3 gemacht. Ich habe mir andere 3 ausgewählt, als wir vor 2 Heften hatten. Ihr sollt ja auch ein bisschen Abwechslung haben. Und ich will nicht zweimal dasselbe zeigen. Das wäre ja blöd, da könnte ich einfach die Videoaufnahmen von letzter Woche benutzen. Vorletzter Woche. Stattdessen habe ich mir einen anderen Anführer geschnappt. Ist ja klar, bei den 10 Boys war ein neuer Anführer dabei. Aber auch die Special-Figur mit dem Raketenwerfer und einen anderen normalen Boy dazu als 3. Figur. Die Bemalung war wie gehabt ein bisschen... Also die sind dankbar zum Anmalen, die haben nicht so viel Farbe drauf, aber dennoch ein riesen Act mit Zusammenkleben, grundieren und dann anmalen. Dem aufmerksamen Zuschauer ist aufgefallen, beim Heftinhalt waren noch die Bases dabei. Das habe ich jetzt bewusst weggelassen. Ich würde die Ork-Bases gerne ein bisschen anders gestalten. Ich habe ich hatte mal Schlammstrukturpaste, ihr werdet es nicht glauben, aber die ist mir weggeschimmelt. Ich werde mir neue Strukturpaste kaufen mit Schlamm-Look. Ich will bei den Orks so ein bisschen Sumpf machen, so ein bisschen Schlamm, ein paar Treibholzstücke ran, ein bisschen Blätter auf dem Boden, sowas schwebt mir davor. Und da habe ich keinen Bock, einfach dieses Astroconite drauf zu schmieren und das hellgrau trocken zu bürsten, weil dann alles nach Mondoberfläche aussieht. Deshalb nehmt es mir nicht krumm. Wenn ihr sehen wollt, wie die Bases gemacht werden, guckt euch das Heft von letzter Woche an. Darin seht ihr, wie ich am Beispiel von, ich glaube, 10 Bases Space Marines, Chaos, Tyranniden und Eldar mache. Nur bei den Orks will ich keine Base mit Standard Grau, Dunkelgrau versauen. Ich hätte die gerne ein bisschen im Dschungel-Look. Riecht auch nach Special, wird wahrscheinlich ein Special, nur wie immer nagelt mich nicht drauf fest. Es kann ein klein wenig dauern, aber seid stolz auf mich, ich habe es geschafft, dieses Video hier vorzuproduzieren. Wenn ihr das seht, bin ich nämlich eigentlich in Portugal, beziehungsweise ich komme heute heim. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns erstens nächsten Sonntag wieder bei der nächsten Ausgabe. Und zweitens würde ich mich über ein Like, ein Kommentar, ein Follow, ein Abo, was auch immer freuen. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei oder in meinem Etsy Store. Wir sehen uns.